Moin und Servus, verehrte Freiläufer. Heute gibt es das Übungsvideo überhaupt zum Hallux valgus. Das gehört zu dem Video vom letzten Montag eigentlich, wo es um die Theorie, den wissenschaftlichen Background und meine Idee von der Entstehung von einem Hallux valgus. Wie geht der Satz zu Ende? Also es gehört dazu. Das war das Video davor und heute gibt es endlich die Übung. Deswegen will ich auch keine Zeit verlieren. Fangen wir direkt an. Ich mache das mit diesen Übungen so einfach oft, wie es geht. Und wenn man verstanden hat, dass es sehr, sehr wahrscheinlich bei den allermeisten einen äußeren Faktor, namentlich Schuh, gab, der den großen C irgendwie in diese Position gebracht hat und wir uns da über Jahre, Jahrzehnte darauf angepasst haben, dann ist die logische Konsequenz, ja sicher, der muss rausgezogen werden. Das ist ganz, ganz banal. Wenn wir über Training sprechen, wie wir den großen Zeh wieder rausbekommen, wie wir den großen Zeh wieder gerade bekommen in die Verlängerung des Mittelfußknochen 1. Dann gibt es im Prinzip zwei Muskeln, die zusammenspielen. Das eine ist der Abduktor vom großen Zeh. Der Abduktor sitzt hier außen. Wenn ihr den großen Zeh anzieht, dann werdet ihr vielleicht hier so einen kleinen Knubbel fühlen. Wenn ihr das fühlt, dann ist schon gut, weil dann hat er schon ordentlich Power. Und dann gibt es den Adduktor, der zieht sich hier da so rüber über den Fuß. Ich blende hier nochmal so ein Bild ein. Kann man das sich besser vorstellen. Und der eine zieht raus, der andere zieht rein. Und der reinzieht, der Adduktor, der hat in der Regel, wenn es ein Hallux valgus ist, oft zu wenig Power bzw. zu viel Spannung. Also der zieht halt ordentlich, der hat ordentlich Zug drauf und spannt da. Also den müssen wir entspannen. Und der Abduktor, der hat meistens zu wenig Power. Also der ist halt zu schwach, um den großen Zeh entsprechend da in der Position zu halten. Mit den beiden Muskeln hauptsächlich, die anderen spielen natürlich auch immer so ein bisschen mit, ganz klar, aber mit den beiden Muskeln müssen wir hauptsächlich arbeiten. So, ganz logische Konsequenz, wir müssen den Fuß dahin trainieren, dass er das kann. Das ist im Prinzip auch die Zielbewegung aller meiner Bemühungen für den großen Zeh, dass ihr es am Ende schafft, ohne Hilfsmittel den großen Zeh nach außen bzw. gerade hinzusetzen. Ja. Wenn ihr das könnt, dann muss man eigentlich nur noch gucken, dass das in die Gehbewegung, in die Laufbewegung reinkommt. Das ist die Grundkompetenz, das ist die Grundbewegung, die der große Zeh machen können sollte. Und das üben wir jetzt in 3 Stufen. So, meine Füßchen sind jetzt entsprechend nicht so wirklich sauber, weil ich schon schön gelaufen bin und das barfuß und in Sandalen. Ihr könnt natürlich euren großen Zeh, auch wenn der jetzt hier liegt, mobilisieren. Ich mache das immer so, dass ich den Daumen aufs Großzehengrundgelenk lege und mit Zeigefinger und Mittelfinger den großen Zeh entsprechend rausziehe. Und das so leicht dynamisch, mit ordentlich Druck. Wir hatten mal einen Physiotherapeuten bei uns im Team, der hat gesagt, du kannst an den Füßen fast nichts kaputt machen. Also geh ruhig rein mit Kraft. Natürlich kann man was kaputt machen, aber die Chance ist gering. Und die meisten haben ja hier vor allem viel Spannung drauf. Also da ein bisschen aufmobilisieren ist nicht verkehrt. Und das mache ich immer so leicht dynamisch. Wichtig, das Großzehengrundgelenk auch da mit dem Daumen festhalten, damit ihr nicht auch das mit rauszieht. Vielen Menschen, die einen Hallux valgus haben, ist der Vorfuß hier vorne so aufgespreizt. Das heißt, dass dieser Winkel hier zwischen dem ersten und zweiten Strahl, ersten und zweiten Metatarsal, auch entsprechend weit ist. Und wenn ich jetzt hier am großen Zeh ziehe, dann kann das dazu führen, dass ich das Großzehengrundgelenk mitziehe. Also da besser erstmal auch das Großzehengrundgelenk bisschen mit zurückhalten, weil wir nur vorne den Winkel verändern wollen. Was man auch machen kann, ist hier zwischen dem ersten und zweiten Strahl mit leichtem Druck und geschnittenem Fingernagel mit dem Daumen so leicht durchgehen. Es kann sein, dass es da ein bisschen zieht, dass da so Triggerpunkte kommen. Das ist dann aber auch okay, wenn ihr da drüber geht. Das kann sein, dass es die Muskulatur zwischen den Mittelfußknochen und auch ein bisschen den Adduktor hallucis öffnet. Geht auch ein bisschen einfacher mit Creme oder mit so einer Wärmecreme, wenn ihr die habt. Dann gleitet man da ein bisschen einfacher drüber. Und als dritte Vorübung nehmt ihr euch die Grundgelenke, das sind die hier vorne liegen,
Ja, Großzehengrundgelenk kennt man und die anderen Zehen haben auch Grundgelenke. Und die knetet ihr ein bisschen durch, um auch da den Adduktor hallucis, also den Muskel, der den großen Zeh ranzieht, um den ein bisschen zu öffnen und ein bisschen die Struktur dazwischen zu mobilisieren. Vorsicht, wenn ihr ein Mortenneurom habt oder wisst, dass ihr das habt, dann muss man da an der Stelle entsprechend vorsichtig sein, sonst kriegt er den Blitzschlag. Ich kenne das nur zu gut. Für diese Übung braucht ihr tatsächlich ein Tool, ein Hilfsmittel. Ohne wird es ganz, ganz schwer und fast unmöglich. Ich nehme am liebsten hier diese Loops. Ihr könnt aber auch jedes andere Terraband nehmen oder Strength Band, was auch immer da für euch funktioniert oder was ihr zu Hause rumfliegen habt. Das Schöne an diesen Loops hier, die sind relativ weich. Grün ist ein bisschen stärker. Da kann man dann so einen Knoten reinmachen und hat zwei so eine Schleifen oder zwei kleine Loops. Rot ist am festesten für sehr rigide Menschen. Wenn ihr das Ding noch bestellen wollt, kostet irgendwie 8 €, glaube ich. Link gibt es natürlich in der Beschreibung. Ich nehme am liebsten grün. Das ist ein gutes Mittelmaß. So, und wenn ihr euch da jetzt einen Knoten reinmacht, dann habt ihr ja einen kleinen Teil und einen großen Teil. Und den kleinen Teil legt ihr euch jetzt mal um eure großen Zehen. Jetzt stellt ihr euch so weit auf, den anderen Teil braucht ihr gerade noch nicht, dass es euch die großen Zehen so richtig schön auseinanderzieht. Stellt euch nicht zu breit auf, ne? Also nicht, dass ihr da jetzt im kompletten Spagat steht, nur weil dann kein Zug ist. Dann müsst ihr den Loop einfach enger machen. Ja? Also wenn ihr so ein weicheres habt, dann müsst ihr halt einfach das kleiner machen. Dann habt ihr entsprechend auch den Zug drauf. Und wichtig, dass ihr den auch vorne ansetzt. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel mit einem Einmachgummi oder sowas arbeitet, kann man auch, wir haben jetzt zum Beispiel von dieser Barefoot Academy, dieser komischen Barfußschule, so ein Freiläuferarmband, was man halt auch entsprechend nutzen kann, so für unterwegs, ist auch ziemlich nice. So, und jetzt, ich glaube, ich nehme lieber Rot. Das ist mir doch ein bisschen zu wenig Zug gerade hier. Ah ja, doch, besser. Viel hilft viel. Und jetzt kennt ihr vielleicht mein Toga-Video, was ich vor langer Zeit mal schon gemacht habe hier auf YouTube. Und da geht es darum, den großen Zeh alleine nach oben zu bekommen und die kleinen bleiben unten. Wenn ihr das nicht könnt, üben, 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 üben. Gibt natürlich auch noch den Online-Kurs, da gehen wir das Ganze noch mal sehr viel intensiver durch. Und da gibt es auch noch mal ein paar andere Tricks und Kniffe, wie man den großen Zeh alleine nach oben bekommt. Und ansonsten, wenn diese Grundkompetenz vorhanden ist, den großen Zeh alleine nach oben anzusteuern, dann setzt ihr jetzt, wenn die großen Zehen oben sind, wenn die kleinen jetzt mitkommen, ist auch erstmal in Ordnung, in Zeitlupe. Und das ist wichtig, wirklich so langsam wie ihr könnt. Langsam, langsam, langsam. Setzt ihr die großen Zehen zum Boden hin ab. Ganz, ganz langsam, damit das Video jetzt nicht zu lange wird und wir jetzt hier 20 Minuten zugucken, wie ich in Zeitlupe einen großen Zeh auf den Boden bringe. Ich mache es jetzt doch ein ganz bisschen schneller, aber so ungefähr das Tempo, so langsam wie ihr könnt. Ja, das ist wichtig. So, ich mache das Ganze jetzt nochmal und wenn ihr die großen Zehen oben habt, dann lasst ihr hier in der Fußinnenkante mal schön locker und den Fuß, den gesamten Vorfuß schön locker lassen. Auch wenn sich eure Hände vielleicht ein bisschen verkrampfen und das alles irgendwie sehr unangenehm ist, versucht den Fuß wirklich ganz, ganz locker und entspannt zu lassen. Gerade auch in der Bewegung da nochmal entspannen. Auch tief durchatmen, atmen nicht vergessen, ganz wichtig. Und schön langsam runter. Der Loop unterstützt jetzt erstmal nur die Bewegung. Das ist noch kein Krafttraining für den Abduktor. Das entspannt aber vielleicht, das zieht schon mal am Adduktor, ja, und macht den schon mal lang und macht den schon mal ein bisschen auf. Das ist ein Hilfsmittel, um überhaupt erstmal in die Bewegung wieder zu kommen oder annähernd in die Bewegung zu kommen. Da geht es jetzt nur darum, dass ihr seitlichen Zug bekommt. Ja, also der Loop liegt wirklich komplett seitlich an den großen Zehen und zieht euch die großen Zehen ganz, ganz weit mit voller Kraft nach außen. Jetzt nehme ich aber das Grüne. Da legt ihr jetzt den kleinen Teil um den großen Zeh. Auch da wieder wichtig, dass er ganz bedeckt ist, beziehungsweise dass der Zug auch vorne aufs Gelenk kommt, weil der große Zeh hat ja zwei Gelenke und beide sind unter Umständen deformiert. Und jetzt geht ihr diagonal rüber zur anderen Seite, großen Zeh wieder hoch und das gleiche nochmal in Zeitlupe. Jetzt kommt aber schon Widerstand von oben auch dazu. Ja. Und obwohl das eigentlich gar nicht das Krafttraining gezielt für den Abduktor ist, der den großen Zeh rauszieht, werdet ihr sehr wahrscheinlich merken, dass das hier ordentlich
zwirbelt. Ja, also da auf der Innenkante des Fußes, da wo der Abduktor sitzt, das ist anstrengend, weil jetzt auch schon diese vertikale Komponente dazu kommt. Das macht er halt auch mit und das ist schon ordentlich kräftig. Ja? Und ihr könnt hier wirklich mit dem Arm da gezielt nochmal steuern. Und ganz wichtig sind die letzten 2 mm. Also kurz bevor der große Zeh auf dem Boden aufliegt. Ja, aber so ganz kurz vorm Ende will der nochmal, kann ich das? Ja, so ein bisschen. Ne? Da will er wieder zum zweiten zurück. Und da müsst ihr einfach nochmal den Zug erhöhen und den führen. Und wenn das in ein paar Wochen wunderbar funktioniert und ihr das vielleicht auch ohne den Loop ansatzweise schon hinbekommt, dann könnt ihr den Loop gerade nach oben nehmen, in die Vertikale. Dann habt ihr jetzt auf allen Ebenen einen Widerstand schon, also auch zur Seite hin. Und das ballert richtig für den Abduktor vom großen Zeh. Ja, das ist schon richtig kräftig. Und wenn ihr das irgendwann könnt, dann könnt ihr sogar in die Gegenbewegung gehen. Und jetzt zieht ihr gegen die Bewegung des Abduktors. Das heißt, ihr macht richtig Krafttraining jetzt für den Abduktor. Und wenn ihr da gegen den Widerstand sogar den großen Zeh rausgestellt bekommt, dann seid ihr sehr gut und sehr weit. Ich hoffe jetzt mal, dass ihr nicht enttäuscht seid, weil diese Übung im Prinzip so simpel ist. Ist sie aber auch eigentlich gar nicht. Denn achtet wirklich auf die Details. Der Teufel liegt wie so oft auch bei dieser Übung im Detail. Es ist anstrengend und es ist, wenn man es wirklich richtig macht und fleißig macht und wirklich zumindest 3-4 Mal ganz langsam, ich wiederhole mich da gerne, ganz langsam, ist es eine richtig schöne, es ist die beste Übung für den Hallux valgus und für alle, die irgendwie ein bisschen schiefe großen Zehen haben. So, ich genieße noch ein bisschen den Waldlauf weiter. Ich wünsche euch eine großartige Woche. Ihr dürft den Kanal natürlich gerne abonnieren, müsst ihr aber auch nicht. Ihr seid ja freie Menschen, genauso wie ihr hier freie Läufer seid. Macht's gut bis dahin. Ciao, euer Emanuel.